Good morning. Jag sitter in deras namn Jesus Kristus. Mocht die fred Gottes hier mit uns sein in diese Vermehrungsstunden. Ich habe eine sehr gesegnete Zeit gehabt, diese Vermehrung. In Sonntagsschule. In der Lehrer, was wir singen reden. Aber das soll een grote zegen, een moed, een gedanken schaffen dat dan niet. En dan wanneer de bulletin zijn prayer request is voor de families te beden. Ik denk bij ons besonders, en ik wil me bedanken voor wat voor mij beden doen. En het is eindig dat je beden voor zo'n wat door dan euch stolz zijn dat woord uit te brengen. En met Gottes kracht kunnen we dat doen. Maar wanneer het niet voor God weer, dan wordt het niet uitkomen. En mag God zijn woord ook van daar waar reden. Ik wil ook iedereen een welkom heten. En dat zal een stuk 3 worden. Ob dann so ein kleiner Chicken da, wo mein Name ist, für eine Botschaft bringen, dann sage ich das wieder auf, der Dezember, und so mehr kurz Klarheit wird, von was ich bringen soll. Und das ist Lukas 22 und 23, some version von du, wird wel zu uns reden von der. En dat eerste part is van waar we zijn gaan, dat we als mensen zijn really niks, wanneer het niet van Christus, wanneer het niet door Jezus zijn genade, God zijn genade, we dan zijn we niks niet. We kunnen één wat doen, ons vernemen en plannen, wat allemaal is, maar wanneer ik van God zijn genade is, dan zijn we niks niet. En we zijn dat hier in Jezus zijn genen, die deden ook. Jezus deed ons zeggen dat ze worden aan alle verloten. Dat we je profeteerd ook dat God wordt in hart sloenen en dan worden de schoepranen, die worden alle verloten. En dat is de krijg wat te passeren. En dat vingen we hier in Lukas 22 en 23. En dan ook in de andere evangelien staat het ook geschreven. En vielleicht nog some dingen wat klarer als wat hier in Luke, maar wie klaar wil van daar hier samen vanuit Lukas brengen. En ik ga hier dat eerste van kapitel 22 van vers 31 tot 34 voor de jongen alle zeggen dat zij worden Jezus niet verloten. Zij worden gaan, want zij ook worden in jail gestapt worden, maar zij worden ook ihr leven geven. Zij worden rijden voor. Dat heet ik zo, dat deze 3 jaar wat zij weer met Jezus was, van ongeveer 3 jaar, wat we weten, dat zij hadden klaarheid gekregen, dat dit weer er meester, die worden ze volgen, maar in dood. Wel, ze deden ook, maar krijg hier wel God ons het wijzen, dat we mensen, we kunnen ons een tot vernemen, ons zo veilig dat we zijn zaken en daarna zijn we ganz afhankelijk dat God wordt ons leiden, niet? En vieren. Oké, ik wil hier mal de eerste 4 vers lezen uit Lukas 22, vers 31 tot 34. En de Heer zei te Simon, de Heer zei, Simon, merkt die dit, zo tun haft door am ongeholen dienst, zoals werd even een zeef te schatten. Aber ik heb voor die gebed, dat du dienen glauben niet verlieren mocht. En wanneer du eerst 3 naar mij gekomen bent, dan stort die bruid. Hij aber zei te hem, Heer, ik zie rijd met die en dat gevangenis in een dood te gaan. Dan zei Jezus, Petrus, ik zei die, de hoen van de ons morgens 3 wordt,
was du dort al 3 Mal verloren haben, dort du mich kannst. So, wir sind alle bekommen zu die Geschichte, nicht? Wie weiter das alle, ja. Aber was denken wir dann? Zijn we ook zo rijdt? Stoen we? Zijn we eingewartelt? Wanneer de storm wordt komen, waar we niet weggaan? Das ist eine wichtige Sache. Hier sagt er bloß Petrus sehr, aber an der andere 3 Evangelien sagt dass die andere Serie kracht so. Weil ich weiß, von der sagt dass die andere Serie auch so sind wir alle. Petrus wie ja einmal das erste Reich zum Reden und er sagt, hier führt's noch. No, hij wil wat hem dood met Jezus gaan. We waren Luther meer van dit aan. Aber die Frau erst nicht, sah wie an Zuck so, sah herst diese Willen. Sah wie eingewartet. Wie weiter, die Welt merkt sich gerade. Gott hat gesagt, dass er würde die Welt nicht nach Himmel luten und in ihr Wutter gehen, aber er würde mit 4 verdorben. Er würde, Petrus schrift dort, von was die Welt gemerkt, dass das wird alle verschmelzen den Tag. Und von der Tag die Welt, das sei ja die ganze Welt, alle Länder, Menschen, ganz Raum der Welt, die schaffen, sei ja mit alles sein Top zu kriegen, rein zu merken, dort Ziel erst zu wollen, den Übel raten. Aber das ist nicht, was die Bibel ans Lehren hat. Und wie weit ich da vielleicht viel zu viel mir in dort nachluten, aber ich sei dort. Und der Chef sagt, wenn Jesus sagt, wenn all diese Dinge kommen, dann soll wir den Kopf abheben, wegen dann erst der Erratung, sonst Erratung nur nicht. Und wenn ich ticken das und wo all die United Nations mit der Catholic Church top und der Pope mit all den World Leaders von der Falschen Kirche und alle top schaffen dann kommen auch mit 10 Jahre Geboten, all das, was diese Jahren angehen, dort sage ich mir, dort unsere Erfahrung der erst dicht bei. Der Tag der erst dicht bei. Und ich glaube, wir wollen in eine Verfolgung kommen, in ich hoffe, wir sind bereit für das. Und das wird nicht so werden, dass die Jünger sagen, nie sagen, okay, ich bin bereit für die Verfolgung. Wenn ich was durchkommt, dass wir nicht wollen, anscheinend so eten kann, aber vielleicht überhaupt es nicht, wo wir dann bereit sind, zum zu Jesus sagen, hier sein, ich stehe an für die, mir ist das ein Daumen, weil mir das mein Leben kostet. Aber wenn ich sterben muss, wenn ich nicht mitmerken da, mit dort, was die Welt sich drei merken hat, von der und da, direkt dann wird Jesus sagen, hier sein ich, weil mir das mein Leben kostet hat, dann sein ich bei dir. Denkt an mich, den Tag, wo ich hier verloren da und dann will ich bei dir sein. Stu wie so fort, als was die Jünger hier sehen und gleiten, sei deiden. Das nächste Part von Vers 39, der ich saß, 40 wollte ich lesen. In der Rütheim ging er so aus gewöhnlich num Olivenberg in seine Jünger kämen mit daheim. Und als er daheim kam, sehr er an, bet, dort die nicht in Versetzung geruhen. Und er trug sich von an, ungefähr so wie drei aus einer ein Stein schmieden kann, knallt sich an in Bett. Und seht, Bruder, wenn du dort so warst, dann nahm das Leidenskuffel von mir, aber das soll nicht so werden, als ich will, aber als du dort warst. Dann kam ein Engel vom Himmel und starrt an. In seiner Todesangst ber hij nach Ernsta, sein Schweit wordt so aus grote Blutdrappen, die op de Erde fallen. Als hij van Gebet abstand und nur seine Jünger kamen, wären die in Erdtrühe eingeschlupen. Dann sieht hij te an, woran schlupt je? Stut ab im Bett, dort je nicht in Versetzung kommen. Hier wird all. Sie wird, wie noch mal ein kleines Stützchen von damals gesagt, oder dass sie würden nicht am verloten. Und hier als Jesus denkt, beten, hat er bestellt, sie sollen auch wirken im Beten. Wieder eingeschlagen. Ich frage mich dann, wie eingeschlagen? Er hast du wie im Gebet.
mir fällt sich viel so aus, von wie all nur schleiprig sind. Vielleicht einschlugen. Wir nehmen dort nicht ernst genug, was Jesus gesagt hat, sie nicht in viel andere Stellen. Werkt im Bett, die Tag wird kommen, und wenn jeder nicht abbrechen. Das ist all red von der Welt. Die Welt merkt sich rein, die wollen ihr Bowl raten. Sie haben ein Ziel, das wird ein Tag, was durchkommt, dass alles wird perfekt sein, und fein sein, dass alles wird united, nennen sie das sein, in universal faith, was nennen sie das, faith. Wir wollen alle überein, wir dürfen nicht alle überein glauben, aber wir dürfen alle denselben Gott dienen, und das wird alle so schein sein, die Tiefe Pferde wird fein sein, und das ist falsch. Das ist die falsche Kirche. Der Antichrist. I mean, es sind Millionen Antichrists. Alle Menschen, die sagen, dass das ein anderer Weg in dem Himmel als durch Jesus Christus, das ist ein Antichrist. Das ist bloß ein Weg. Jesus hat das selbst gesagt. Heißt der Weg, heißt das Licht, heißt die Wahrheit, heißt das Leben. Das ist bloß ein Weg. Aber von der und da wird alle werden gesagt, alle Menschen dienen denselben Gott, bloß auf verschiedene Wege. Und so schafft es nicht. Und dort hat er so tun bereit merken, um die Menschen nicht bloß hinterher an Schlingerei. Er hat Beit abstahlen. Das wird sehr schmacklos, das wird sich sehr schein hören, und das wird schein gehen. Aber das ist der rechte Weg. Das ist ein falscher Weg. Wenn das von einem Antichrist reden wird, von einer Engzeit, das redet von einer falschen Lehre. Menschen, die wollen sagen, dass du hast in Jesus, und der ist gestorben, aber wir können auf verschiedene Wege im Himmel ankommen. Das wird von der sehr angehört. Ich weiß nicht, wie das erwarten dann, aber das. Und dat is de falsche Weg, en die doen beet abstalen, en de mensen worden bloß hierangehen dort en vallen in de hal. Dat wordt het hal dat. En wanneer we niet worden wakker zijn, dan worden we dat ook ook worden. Krijgt es zu sein, wat je vielleicht irgendwann gehört haben, wenn in der Paugen kalles wurde in der in der ersten fängt es dann ab, da hatten wir der Kirche, die jetzt werden tot. Aber wenn eine Paul, und heute wurde in der erste jumpt, der hostig riet. Und wenn wir schlepplich sind und schlupen, wie wollen die Dinge gleich auch wollen. Und das ist gefährlich. Und Jesus sagt, wir akten beten. Er sieht hier, ich gehe beten. Er ging beten und der schworet, der schwanze Tiet, was Jesus da ich gehen und dort hier, er wisst das, er wird sagen, dass nicht meine Wahlen, aber die Wahlen, aber wenn ein anderer Weg ist, er fällt nicht zu tun, aber er will tun, was den Vater sein Wahlen ist. Und er hat bestellt, die Jünger sollen auch beten, und wir werden eingeschlupen. Ich glaube, wir wollen nicht schlupen, wenn das ist, was durchkommt, dass wir wollen so Dinge aufsagen. Wie hier immer war von das Schiff, oder von einem Schiff, was die Menschen neu gesagt worden. Ich weiß nicht, wann die Zeit wird sein, es wird wirklich was keins dort sein, aber da wird eine Zeit kommen, sagt die Bibel, dort wird schwer sein. Und der Rapture wird nicht fair dort sein. Wir wollen vestet von den schweren Titeln, wo wir aus der Wahrheit nicht Christen durchgehen, und du wird uns geprüft worden. Das Gott und vier wird reingemerkt, nicht? Und du wirst sich da proben, wo sind wirklich die Christen, die werden sterben, für nicht erwählen, mit zu gehen, mit all das, was angehen wird. Dort werden die wahre Christen sein, die werden ihr Leben geben. Und die anderen werden sagen, weil, von der und auch, was ich gesagt habe, sie kennen Gott nicht so, dass Gott wird Menschen in ihre Halle gehen. Sie sagen, Gott ist doch Leben. Ja, Gott ist Leben. Du willst Haus Sinn. Du willst Haus all das, was du artig hast. Und du willst lassen die Menschen, wenn die sich dort entscheiden, in ihre Halle zu gehen, lassen dort tun. Aber das ist nicht, was er will. Der Mensch will sich dort selbst. Und so muss wir wacker sein. Nicht erschlupen, dass die Jünger hier leiden. Sie wären sehr Brot und stützt sich dort. Aber wie weit sie sind Menschen, sie hören noch nicht den Heiligen Geist an.
Von der und da würden vielleicht manche sagen, oh, wenn die, also solange mit Jesus persönlich toppt was, wie Jesus gelebt haben, die das nicht können, wo soll wir dann? Weil wir sind viel besser auf, als die dann wären. Da wäre sie persönlich mit Jesus taub, und nu, wie ein wahrer geborener Christ ist, der hat Jesus in sich. Der Heilige Jesus, wir sind der Tempel, der Heilige Jesus wohnt in uns, Jesus wohnt in uns, Gott ist in uns. So wir sind weit besser auf, als was die dann wären. Aber wie weiter dort, nur dort, dass sie getauft werden mit dem Heiligen Jesus an dem Pfingsttag, dann hören sie auch den Heiligen Jesus und dann fangen sie an zu schaffen. So, da wird ganz was anderes, ein ganz anderes Bild, als was hier als euer Jesus gestorben ist am Kreuz. Okay, wieder, Vers 55, durch 2 ist hastig. Als sie am den ersten Fuß, als sie am ersten Fuß genommen haben, und gingen sie mit ihm weg und brachte ihm nur den hohen Priester in sein Haus. Petrus ging weit auf heran, und als sie sich mitten ab den Hafen in 4 aussteckten, und durch Dulsaden, sah Petrus so mank an. Und dann kam eine Dienstmägd und sah ihm, und beim Vierseiten, sie tickte ihm direkt an und sagt, das machen wir auch mit ihm. Er aber verliebt dort und sagt, früh kann den verhaupt nicht. Aber ein Stützchen wieder, sagt ihm nachher und sagt, du bist auch einer von ihm, Petrus übersehen. Mensch, dort sehe ich nicht. Dann ungefähr an der Stunde seht nachher, ich sehe mich sicher, dort dieser auch mit ihm wir, wie es ist ein Galiläer. Petrus übersehen, Mensch, ich weiß nicht von was du redest. Und sobald, während er noch redet, trat er um. Dann dreht Jesus sich um und checkt Petrus an. Dann dachte Petrus daran, was der Herr gesagt hat, euer der Hund trägt wird, was du dort 3-mal verloren hast, dort du mich kannst. Dann ging Petrus rüt und hielt bitterlich. Hier sagt Petrus sich mal ganz selbst. Er andachte Gott, was er zu Jesus gesagt hat. Und dann, wenn ich war mit in den Jail gehen, war mir das, was mein Leben kostet, aber ich war die nicht verloren. Und sie werden alle uitgekleefd, so Leute Jesus allein. Keiner von den Jüngern stund durch dass Jesus der Fuß war. Sie predigten sich heran, das Petrus hier, das sagt hier von weit auf, er wird neugierig, er will wissen, was mit Jesus wird getan worden, aber er bleibt weit auf und dann verliert er dort, dass er Jesus kann. Wir würden nicht sagen, Lektor, no, ich kann Jesus nicht. Aber wir können mit was wir tun, mit uns wandelt, können wir am oft sein. Es zu sein, dass wir Jesus kann, aber dass er uns kann. Seien die Menschen dort. Lebe, was Jesus uns lernt hat. Es ist jetzt wichtig, wenn wir an denken wollen, wo du eigentlich? Sind nicht eingewandelt. Wenn nicht Titan zum Check fahren oder ein andere Priorities haben, ist was Bibelstudy oder so eine Dinge angehen in der Church. Erklären soll wir uns fragen, wo du eigentlich? Sind nicht bekehrt, sind nicht im Glauben, sind nicht eingeschlafen. Wir haben nicht, dass die Jünger hier deuten, dass Jesus bestellt, sie sollen beten, und sie werden aber eingeschlafen. So, hier, Jesus wie festgenommen worden, und dann werden sie alle weggerannt, und überdacht gingen sie heran. Und wenn wir nun in Kapitel 23 drehen, Vers 26 durch 49,
En als zij am wegleiden, kregen zij Simon een man van Kyrien te holen, die van Loontheim. Ab den leerden zij dat Christus, dat hij Jezus, dat hij ronddragen zal. Sie Jezus, wie zo zei getwild worden, dat hij kon gleich zelfs zu Christus dragen. Es wurde es am gemerkt haben, ich glaube, ich fing am Monastery, dat hij valt hoop, hij kon het niet. En so hier, wie ein Mann, der muss dann an der Schützen herandragen. In Amt kamen ein großer Schaf Menschen heran, und auch früher, die am bejammerten und hielten. Aber Jesus dreht sich an und sagte an, die Dachter von Jerusalem, hielt nicht über mich, aber hielt über jene selbst und über jene Kinder. So, er soll nicht wie ein Arm hielten. Aber hij dacht aan ons. Hij dacht aan die wat hier rondkomen, dat we te jammeren over de mensen wat er worden nu her verloren gaan, niet? En dat we worden bakken zijn en bekemmerd zijn. Hij werd bekemmerd aan ons, even hier waar hij gaan deed. En somebody anders de Schützen heronderen, wie hij nog bekemmerd aan ons, dat we zullen over onszelf treuren en over onze kinderen. Wie de tijd wordt bestemd komen en dat zij zeggen worden, gezegend zijn die de onvruchtbare, die kinderen ter wereld gebracht hebben en de brasten die nie zijn gezegd worden. Dan worden zij aanvangen tot de grote borg te zijn, valt op ons snap en tot de kleine borg bedacht ons. Wils van zij dit om dringen halt doen, wat wordt dan passeren wanneer dat is drie is. Toen waren ook nog twee verbrecher die met aan tegelijk gechitzig worden. So hier, als zij am Schützen deed, als zij am Schützen deed, dan werden er nog twee wat met am Taub en jeder zit een. So am Schützen durfte niet alleen, die werden meer wat moesten am Schützen. Aber gequält hadden ze bloß arm zo. En ik weet niet, is de andere ook worden haben am Schützen genäht oder nicht, dat sagen uns dat nicht, aber dat die am Schützen mussten, tom die werden verurteilt für den Tod wegen. Zij hadden zich zo verscheucht dat die moesten Christus sterben. En dan sagt dat, en als zij bij den Schädelplatz kwamen, kriegten die zij aan door en ook die twee verbrecher, einen aan de rechterzijde en einen aan de linker. Dan zegt Jezus, voor de verjaft aan wil zij weten niet wat zij doen, en zij trokken Lesser en aan zich zijn Kleider anzudeilen. En de mensen stonden en checkten toe, en sogar de Volkslehrer met de andere toe, drijven een spot over aan en zeiden, hij heeft anderen geholpen, en wanneer hij Christus God zijn gewählte is, dan laat hem zich nu zelfs helpen. En de soldaten drijven ook een spot met aan en kwamen en bouwden hem zuren wien aan. En zeiden, wanneer du de Juden keinig bist, dan help die zelfs. En über arm wie ein Griechisches, Latinisches und Hebräisches geschrieben. Das ist der König von den Juden. Und dann las da einer von den Mörder am Kreuz über an und sagt, wenn du der Christus bist, dann help die selbst und auch uns. Aber der andere beschwichtigt ihn und sagt, feierst du nicht einmal Gott? Willst du best unter derselbe Verdammnis und wie kriegen mit Recht den Lohn, den wir verdient haben, aber des Mann hat nicht eingeschickt getan. Dann sagt er zu Jesus, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus sagt zu ihm, ich sei dir die Wahrheit, du wirst von dir mit mir in Paradies sein. Und dort nicht scheinen wir, was das Verbrecher hier trainiert von Jesus. Das Verbrecher, der wird es an festgenommen, vielleicht so gedacht haben, er sollte anders gelebt. Als er noch
sein schlechtes Leben da, dann was er sich gedacht hat. Er war ein kluger Mensch, er musste ein Schein haben, ein Scheinleben, ein Sündeleben, und was immer jankert, und wie verstehen Sie, die waren noch Mörders, die wurden haben ihm umgebracht, und so waren sie gedacht, sie lebten bloß ein Scheinleben, aber ein Tag dann wieder ein Eng. Dann konnten sie nicht mal wieder, da wieder sie fast. Und das einer denkt bis an, was er für Gedanken gehabt hat, nur dort. Mich nicht unterschiedlich, was Jesus gehört hat, er fand an gehört für sure, aber vielleicht auch hat er Jesus gehört reden. Und da was er vielleicht so gedacht hat, er hat vielleicht so seine Eltern gehorcht haben, wie er vielleicht nicht fast. Vielleicht konnte er dann nach 1 Stunde checken, dass sie Jesus gekriegt haben. Wenn er hat Jesus gehorcht, wie angefolgt, dann würde er vielleicht auch dort wieder auf Stunden checken. Aber nie, er hat nicht. Und wie viele Gedanken waren dann an dich gegangen? Wie weit das nicht? Das sagen sie noch nicht. Aber wie weit die waren dann Gedanken da haben gegangen? Nie, weil er im Tritt hängt, da ganz besonders, was er sich gedacht hat. Wenn er das Jesus gefolgt hat, dann würde er vielleicht nicht da im Tritt hängen. Und, nu aber, sei wir dort hier stand er dort Tau, dort ungeistes wie er verloren. Und wenn er nu nicht würde, dort tauscht zu Jesus, dann wie er immer verloren. Er macht han die Predigt hier, das ist mir nicht unterschiedlich. Aber nu seht er Haar. Was meint das, wenn er Haar sagt? Das meint, wenn er Haar sein wird, dann hat er sich Jesus übergeben. Dann ist er nu Sina. Dann hat er nu in sich gesagt, dass ich übergebe mir Jesus, nu soll er mir regieren von hier wieder. Nicht sei mein Herr, mein Wirt. Und dann sagt er, denkt an mich, wenn die in den Dreck kommen, er darf nicht tauschen zu anderen Menschen, dass was er alles hat Arach getan. Er darf nicht ran von alle Wegen reinmerken mit den Menschen, wo er hat Arach getan. Er darf alle Dinge nicht tun. Was er tut, wenn er tauscht tun, dass er und Jesus verloren wird. Das ist doch nicht ein schweres Ding für uns. Ich weiß, wie man nicht bloß zu Jesus tauscht tun, dass wir haben Arach getan. Wenn ich zu somebody habe Arach getan, dann sage ich, schuldig den dort zu den sein, ich habe Arach getan. Zu mir sagt mal einer, ich soll die Frau nicht zu Gott holen, und ich fällt euch nur. Und dann das ist alles, was ihr verlangt? Und dann sagt er, ja. Ich sage, das wär's nicht? Ich meine, wenn da noch gefixt ist, wenn er da nicht dürfen in einem Jail gehen, oder am Krieg hängen, oder was immer, das ist vielleicht getan, das tauscht du, oder Frau nicht zu Gott holen. Even, wenn ich mal Arach getan. Aber er kann nicht. Er glaubt nicht, dass er schuldig wird. Ich sage, das ist bloß einer, der nicht schuldig ist. Und das ist der, was am Krieg gestorben ist für uns. Naja, das weiß er, aber ich weiß nicht, was er getan hat. Aber wir zu euch, dass er soll nicht zu Gott holen, Frau. Wenn er dort dann wieder berät. Deshalb, da stand der Tau, dort haben wir verloren und Jesus, und dort trägt Tau, dass Jesus am Raden leid. So, war wir auch dort, Taustunden dort, wie, wenn es nicht durch die Not Gottes, und Jesus Christus ihm Blut am Kreuz, dann sind wir verloren. Wir machen dort Taustunden, dort, ohne dort, wo wir das nicht merken. Und das hat ich so wahrscheinlich wir hier, dass wir in bloßen 2 Stunden dann starb Jesus euer Heidei. Und will ich, was er sich gefällt hat am Kreuz. Er wird vielleicht nicht mal gefällt haben, der Weg, was uns in den Armen hängen deit. Wir wissen nicht, aber ich weiß bloß, dass in Arm wurde es dann sehr leicht geworden, als Jesus sagen, dass die war von dir, mit mir im Paradies sind.
En dat meint dat zijn Seil würde mit Jesus Taub im Paradies gehen. So, wie täten auch verder wagen den Tag, so dat wat brücken, dat wie waren, wann het wat, die Zeit wat kommen würde, wat die Prof waren, ans Glauben, wat die Prof waren, dat wie dann waren stehen, dat wie nicht waren, Jesus aufsehen. Und dat wir waren ehrlich sein, zu sagen, dat ich bin schuldig und vergib mich. Ich will mit dir im Paradies sein. Und wieder, ich weiß nicht, wie ich gelesen habe hier. Okay, wieder sage ich, und dort wir nie Glock 12 ab Mittag, und dann war dort bei Glock 3 nu Mittag über die ganze Welt diesta. Und die Sonne verdunkelt und die Gardine im Tempel reit in der Mad ein. Und Jesus schrie Lied, Vater, ich befehl mein Jes in deine Hand, und als hij dit gesagt hat, starb hij. Als der Offizier sagt, wat er passiert, lud hij Gott und sagt, dit is wahrhaftig ein frommer Mann gewas. Und als dort fällt, dort du Ramstund in Totcheck sagt, was du passiert, schlüge sie sich ab der Bras in jenen Baraträg. Aber all seine Bekannte und die Frühes, die von Galiläa mitgekommen wären, stunden wieder auf und kickten Tau. So, das Offizier, Jesus schrecken starb, das ist wieder die Geschichte weiten. Und das wird er hier beirrt sein. Er kam hier beirrt zum Sterben von seinen Sünden, zum uns frei merken, dass wir nicht mal dürfen glauben zum Satan sein. Aber hier schreibt der Lukas dort, das Offizier, ich weiß nicht, das sagt, verstehe, ob der eine, ich habe nicht nur sein, weil ein Offizier wollte abpassen, da alles seine, da was passieren, und Jesus hier und was immer da angehen, da. Es das alles gesehen hat, dann lud er Gott und sie das wahrhaftig ein frommer Mann gesagt. Unterschiedlich sagt er, dass wahrhaftig Gott sein Sehen war. Und, aber wir fangen hier, das sage ich uns noch nicht, dass die Lehrer, die was am beschuldigen, dass er getritzig waren, die haben doch alle gesehen über die. Die glaubten nicht. Die Frere bloßen, dat den war durchgemerkt und dann deden sie noch, dass beim Graf noch Menschen aufstellen, was die Werke sollen abpassen, dass die Jünger nicht wollen stehlen dürfen. Und dann auf einmal sagen die wie abgestohlen. Aber hier sind die Menschen, die fangen an zu glauben. Es soll das sein, was passieren, und so sagt es hier, der Fries, zum anderen Freunden und zum Jünger stunden eng auf und checkten Tau. Ich wollte Johannes wieder und Maria und Jesus seine Mama. Und in einem Evangelium sagt er, dass Jesus sagt nach der Johannes schickt durch Stadt meine Mama und er nimmt die an und nimmt den März von der wieder. Ich weiß nicht, was das sein hat, aber das war, dass du Jesus wie nach, was heute hängt, noch bekämmert und dass der Wer sich wohl nach seine Mama kämmern. So, das wird Jesus auf das Erd kommen, zu sterben für uns. Waar we wakker zijn, waar we beten, dort, wanneer de schwere tijden worden komen, dat we niet worden schleiperig zijn en niet worden zijn wat de ongoend heeft. We worden moeten weten wat de ongoend heeft en toen dat kan ware stunden, waar we moeten bekend zijn met de schrift. En je beter we kan met de schrift bekend zijn, dat is wanneer we hier alle top kunnen en doen dat durchchecken. Wanneer we hier top komen
En tykker dat daar je beter waar we dat verstaan kan, als van we bloos einer voor zich alleen, voor zich thuis daarheen komen. Dat ook. De Heilige Geist der ons dat openbaren, aber danach leert ons de Bibel dat we zullen toekomen als groepenkreis als we hier nu zijn. En dat is hoe we dat doen. We schaffen ons dat ook. Ze staat leren dat. Ik glaube, ik ga nog af en toe om hier een Geschichte lezen. So, we gaan ons dat hier zijn, wat we zijn, wanneer we kijken naar de dingen. We als mensen, we kunnen ons zeggen dat ik stu, maar probeer wat ik dat, wanneer verfallend wat hun zijn. Kijk eens hier deze dingen deiden. Ze wisten gar nicht, ze wisten niet meer wat ze zeggen deiden, als ze dat Jezus zeggen deiden door. So, en dan leren we dat we moeten waken zijn. Dus Jezus gezegd dat ze zullen opblijven en beden. En waar we checken wat er omgaan is in de wereld, en dan waar we ons strijd merken, dürfen niet aan onszelf, maar met de kracht Gottes, waar we staan kunnen dan. En strijd merken, waar we ons tegen het woord, in den Heilige Geest, dat wordt ons vastheid geven in het Heilige Woord, waar we ook vinden wat we te doen hebben, wanneer we worden vervolgd worden. Ik heb hem nog te lezen, ik heb die dan geduldig. Ik wens dat ik kon deze spraak beter lezen. Oké. A Christmas Prayer. Vele van jullie worden met deze geschichte bekend zijn. Dat zag je bij Ryan B. Anderson. Zij wird vallen, een boodschap voor mij. Dat moet je maar moesten ommerken, maar ik word hier verzekerd, moet ik hier wat te lezen. It was Christmas Eve 1881. I was 15 years old and feeling like the world had caved in on me because there just hadn't been enough money to buy me the rifle that I wanted for Christmas. We did the course early that night for some reason. I just figured Pa wanted a little extra time so we could read in the Bible. After supper was over, I took my boots off and stretched out in front of the fireplace and waited for Pa to get down the old Bible. I was still feeling sorry for myself, and to be honest, I wasn't in much of mood to read scriptures. But Pa didn't get the Bible. Instead, he bundled up again and went outside. I couldn't figure it out because we had already done all the course. I didn't worry about it long, though I was too busy wallowing in self-pity. Soon Pa came back in. It was a cold, clear night out, and there was ice in his beard. "Come on, Matt," he said. "Bundle up good. It is cold out tonight." I was really upset then. Not only wasn't I getting the rifle for Christmas, no, Pa was dragging me out in the cold, and for no earthly reason that I could see. We already done all the course, and I couldn't think of anything else that needed doing, especially not on a night like this. But I knew Pa was not very patient at one dragging one's feet when he'd told them to something. So I got up and put my boots back on and got my cap, coat, and mittens. Ma gave me a mysterious smile as I opened the door to leave the house. Something was up, but I didn't know what. Outside, I became even more dismayed. There in front of the house was the work team, already hitched to the big sled. Whatever it was we were going to do wasn't going to be a short, quick little job. I could tell. We never hitched up this sled unless we were going to hold a big load.
Pa was already up on the seat, rein in hand, and reluctantly I climbed up beside him. The cold was already biting at me. I wasn't happy. When I was on, Pa pulled a sled around the house and stopped in front of the woodshed. He got off and I followed. And I think we'll put on the high sideboards, he said. Here, help me. The high sideboards? It had been a bigger job than I wanted to do with just the low sideboards on. But whatever it was we were going to do would be a lot bigger with the high sideboards on. After we had exchanged our sideboards, Pa went into the woodshed and came out with an armload of wood. The wood I'd spent all summer hauling down from the mountain, and then all fall sawing into blocks and splitting. What was he doing? Finally I said something. Pa, I asked, what are you doing? You been by the widow Johnson's lately? He asked. The widow Johnson lived about 2 miles down the road. Her husband had died a year or so before and left her with 3 children, the oldest being 8. Sure, I've been by, but so what? Yeah, I said, why? I rode by just today, Pa said. Little Jackie was out digging around in the wool pile trying to find a few ships that are out of wood, Matt. That was all he said, and then he turned and went back into the woodshed for another armload of wood. I followed him. We loaded the sled so high that I began to wonder if the horses would be able to pull it. Finally, Pa called halt to our loading. When we went to the smokehouse, and packed took down a big ham and a side of bacon. He handed them to me and told me to put it in the sled and wait. When he returned, he was carrying a sack of flour over his right shoulder and a smaller sack of something in his left hand. What's in the little sack? I asked. Shoes. They are out of shoes. Little Jackie just had gunny snacks wrapped around his feet when he was out in the woodpile this morning. I got the children a little candy too. We rode the 2 miles to Widow Johnson's pretty much in silence. I tried to think through what Pa was doing. We didn't have much by worldly standards. Of course, we did have a big woodpile, though most of what was left was still in form of logs that I would have to saw into blocks and split before we could use it. We also had meat and flour, but we could spare that. But I knew we didn't have any money, so why was Pa buying them shoes and candy? Really? Why was he doing any of this? Widow Johnson had closer neighbors than us. It shouldn't have been our concern. We came in from the blind side of the Johnson's house and unloaded the wood as quickly as possible. Then we took the meat and flour and shoes to the door. We knocked. The door opened a crack and a timid voice said, "Who is it?" "Lucas Miles, ma'am, and my son Matt. Could we come in for a bit?" Widow Johnson opened the door and let us in. She had a blanket wrapped around her shoulders. The children were wrapped in another and were sitting in front of the fireplace by a very small fire that hardly gave
off any heat at all. Widow Johnson fumbled with a match and finally lit the lamp. "We brought you a few things, ma'am," Pa said, and sat down the sack of flour and put the meat on the table. Then Pa handed her the sack that had shoes in it. She opened it hastily and took the shoes out one pair at a time. There was a pair for her and one for each of the children. Sturdy shoes, the best shoes that would last. I watched her carefully. She bit her lower lip to keep it from trembling, and then tears filled her eyes and started running down her cheeks. She looked up at Pa like she wanted to say something, but it wouldn't come out. "We brought a load of wood too, ma'am," Pa said. He turned to me and said, "Matt, go bring in enough to last a while. Get that fire up to size and heat this place up." I wasn't the same person when I went back out to bring in the wood. I had a big lump in my throat, and as much as I hate to admit it, there were tears in my eyes too. In my mind, I kept seeing those 3 kids huddled around the fireplace and their mother standing there with tears running down her cheeks, with so much gratitude in her heart that she couldn't speak. My heart swelled within me, and a joy that I never known before filled my soul. I had given a Christmas many times before, but never when it had made me so much different. I could see we were literally saving the lives of these people. I soon had a fire blazing, and everyone's spirit soared. The kids started giggling when Pa handed them each a piece of candy, and Widow Johnson looked on with a smile that probably hadn't crossed her face for a long time. She finally turned to us. "God bless you," she said. "I know the Lord hasn't sent you. The Lord has sent you. The children and I have been praying that He would send one of His angels to spare us." In spite of myself, the lump returned to my throat and the tears swelled up in my eyes again. I never thought of Pa in those exact terms before, but after Widow Johnson mentioned it, I could see that it was probably true. I was sure that a better man than Pa had never walked the earth. I started to remember all the times he had gone out of his way for Ma and me and many others. The list seemed endless as I thought on it. Pa insisted that everyone try on the shoes before we left, and I was amazed when they all fit, and I wonder how he had known what size to get. Then I guessed that if he was on an errand for the Lord, that the Lord would make sure he got the right sizes. Tears were running down Widow Johnson's face again when we stood up to leave. Pa took each of the kids in his big arms and gave them a hug. They clung to him and didn't want us to go. I could see that they missed their Pa, and I was glad that I still had mine. At the door, Pa turned to the Widow Johnson and said, "The missus wanted me to invite you and the children over the Christmas dinner tomorrow. The turkey will be more than we 3 of us could eat. We'll be by to get you about 11. I'll be
It'll be nice to have some little ones around again. Gå in eens uitloten. Out on the sled, I felt a warmth that came from deep within. I didn't even notice the cold. When we had gone away, Pa turned to me and said, Matt, I want you to know something. Your mom and me have been stocking a little money away here and there all year. So we could buy that rifle for you, but we didn't have quite enough. Then yesterday, a man who owed me a little money from years back came by to make things square. Your mom and we were really excited, thinking that we could get you that rifle. And I started into town this morning to do just that. But on the way, I saw little Jackie out scratching in the woodpile with his feet wrapped in those gunny sacks. And I knew what I had to do. Son, I spent the money for shoes and a little candy for those children. I hope you understand. I understand, and my eyes became with tears again. I understood very well, and I was so glad Pa had done it. Now the rifle seemed very low on my list of priorities. Pa had given me a lot more. He had given me the look on Widow Johnson's face and the radiant smiles of her 3 children. For the rest of my life, whenever I saw any of the Johnsons or split a block of wood, I would remember, and remembering brought back that same joy I felt riding home beside Pa that night. Pa had given me much more than a rifle that night. He had given me the best Christmas of my life. Ik had dus veel nieuwe gelezen, die waren bekend met dat bij Emma waren dat mir dat oorhieren. Dat is een geschichte. Dat is wat Jezus komen deed. This pa, with this young 15-jarige jong van reden van zijn pa. Wat deed hij? Dat is wat Jezus als je komen voor ons te staan, ons te raden en dat we worden van delen voor de nächsten doen zijn. En dan wat van tijd dat is. Want de tijd is om voor een entscheiden, want we zijn het, we kunnen wat God het doen, daar waar we 8 Stunden voor. Ik veel, zoveel. Ik bruk bloß niet meechecken. Ik bruk echt niet wezen, maar ik veel zoveel in dat. En dat is wat Jezus ons leren heeft. Zijn ganze leven, dat is alles wat hij deed. Hij wilde bloß voor de anderen. En God wil hebben, we zullen zien zijn lichten in alles. Zo waar we ook in dat. Ik glaube, ik kan alle wissen en dat mag God ons gnädig zijn. Ik vraag een Abstimmung zum Beten. Genoemde Gott vor dem Himmel, wir kommen hier vor dir in diesen wunderschönen Morgen, die uns gegeben ist. Wir danken dir, Herr, für deine Gnade, Herr, dass wir dürfen das Tag und diesen Tag und diese Weg aufhängen, Herr. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass wir hier dürfen frei haben. Viele Menschen, die dort nicht so frei haben, Herr, die sind viel für dich, Herr. Wir fragen uns die uns abwarten, Herr. Wir geben, dass wir mochten die Kirchen und wacker sein im Gebet, Herr, dass wir nicht verletzt worden. Jesus, du sagst zu ihnen, als die Tempel, wo du gebrochen worden, dass sie sollen abpassen, dass sie nicht verletzt worden. Und Herr, wir leben in einer Zeit, wo so viele Menschen verletzt worden. Herr, gib uns Kraft und Mut, dass wir mochten erst und für die, und Herr, dass wir mochten hier, wenn wir hier top kommen, aus einer Show, aus deiner Brüder, mochten mitleben, und Herr, dass Diakon, die Frauen en die noemen mag jucht te hoeven worden daar en die kost die iedereen daar ons leven haar wie vrouwen moest die ons beschützen wieder durch das Tag en haar leer ons met die jes en die noem dank wie bid wie amen.